Und es geht weiter mit Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Mit einer weiteren Nebenoperation. Kann ich eigentlich externe Aufträge annehmen? Battle Gear haben wir ja immer noch nicht. Ach du Scheiße, die dauern ja alle über eine Stunde. Fast 2 Stunden. Okay, er hat 43 Minuten. Ach du Scheiße. Toll, hier werden im GMP versprochen und man kriegt nur 50.000. Auch nicht so doll. So. Gefangenenrettung 12. Alter, wie viele gibt's denn davon? Please select a landing zone. Deploying. Mal gucken, ob wir dort auch wieder 2 Soldaten rumliegen haben und einen Gefangenen auf dem Dach. Tja, war schon witzig. Man kommt dort an, keine Soldaten, tot. Und ein Tier, das als Feind markiert war. Was wir natürlich mitgenommen haben, ist klar. Wenn man so ein verbuggtes Vieh findet, sollte man es auch gleich mitnehmen. Mehr Infos dazu in der letzten Folge. Uff. Okay, wo muss ich hin? Gefangenenrettung 12. Ich glaube, das ist hier. Genau, piss erstmal. Immer dieselben Viecher, ne? Also Ziegen gibt's hier noch. Und Schafe und anderes Viehzeug. Wildtier. Afrikanischer Pfirsich. It's getting misty. That'll keep visibility down, but watch you don't walk right into an enemy. Okay. Extraction arrived at Mother Base. Afrikanischer Pfirsich. Und jetzt geht's aber los hier. Enemy presence detected. The map has been updated. Und der Gefangene. Ich hätte fast gesagt, der Gefallene. Genau dann, wenn ich schießen möchte, bewegen sich die Viecher. Oh Mann, der hat ein Schild auf dem Rücken. Genau, da rede ich mal zu mir. Der hat noch einen Helm auf. In den Arsch geschossen. War das jetzt ein Treffer oder nicht? Ich gehe mal davon aus.
Einer noch. Da muss noch irgendwo einer sein. Was liegt denn da, Feines? Hier hat einfach mal einer einen Rohdiamanten hingeschmissen. Enemy presence detected. The map has been updated. Und hier auch. Enemy presence detected. You have arrived at your destination. Please help me! That's the target. Und Mission abgeschlossen. Hä? Sind hier wenigstens halbwegs gut? Complete. Analysis complete. Side ops analysis complete. Ja, nehme ich mal mit. Arrived at mother base. Extraction prisoner has died. Wie? Gefangener ist gestorben? Wann? He's coming too. Roger that. Aber es war ja nicht der, den ich jetzt hier mitgenommen habe, oder? I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. 80%. Hoppla. Aber Mission ist... fertig. Subject on board. Leave the rest to us. Ach, da liegt noch einer. Ist mir scheißegal, ob das jetzt fehlschlägt oder nicht. Analysis complete. Mission ist komplett. He's coming too. Roger that. Talk. Where are your friends? The map has been updated. Tja, nicht so schnell reagiert. Where are your friends? Analysis complete. Achso, hier ist auch gleich das Material. Subject on board. Und dann können wir auch wieder abhauen. Please select a landing zone. Extraction failed. Looks like Support that. helicopter Roger. requested. Ich hoffe, das ist der richtige Weg jetzt. Natürlich nicht. Vielleicht war es mal der richtige Weg. Kann er mich nicht gleich hier abholen? This is B-Squad. Arriving shortly at LZ. Ja, bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich den Weg gefunden habe. This is B-Squad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Extraction arrived at mother base. Support helicopter has arrived.
Aber ich glaube, jetzt habe ich den Weg. Gaining altitude. Departing. Na gut. Tipp Nebel. Nebel schränkt die Sicht ein. Setzen Sie eine Markierung auf Ihrem Zielgebiet, um sich nicht zu verlaufen. Ja. Okay. Nächstes Mal vielleicht. Und immer noch kein weiterer Fortschritt. Wir hängen bei 45%. Neben Operation. Gefangenenrettung 12. Oh, langsam. Please select a landing zone. Wie viele Gefangene gibt es denn noch? Ich bleib bei dieser Ausrüstung. Vorerst. Okay, jetzt muss ich aber mal wieder ein paar Kassetten reinspielen hier. Sonst wird es wirklich ein bisschen zu langweilig. Da passiert gar nichts von der Story her. Da kann ich ruhig mit den Kassetten abspielen, die noch ein bisschen Story erzählen, ne? Spiel fortsetzen. Und wir sind Grenzregion Angola, Zaire. Irgendwo in Afrika. Kassetten. Emmerich uses externally powered legs of his own design. Movement complete. It's bionics technology, a product of the U.S. military's failed attempt to develop a powered exoskeleton. All the wearer has to do is apply a little force, and the actuators continue the movement in that direction. But his legs are unique. Instead of using a hydraulic mechanism, the actuators run off metallic archaea. That increases the actuator's reaction speed and also enables him to lock and release the joints at will. The legs are a nifty little gadget, but they have two clear weaknesses. First, they're dependent on external power, maybe because he built them knowing he couldn't leave his lab. There's no internal battery. That's why they won't work if they aren't plugged in. Second, and this is more than just a weakness, the legs are directly connected to his bones. Could be to minimize signal loss and the order's output to the legs. War ich hier nicht schon? Either way, Emmerich has used bolts to attach load-bearing parts directly to his femurs, probably by mimicking surgical treatment for compound fractures and the like. Kommt mir gerade irgendwie sehr bekannt vor. Habe ich gerade eine Mission angenommen, die ich schon habe? And that appears to be how he's able to move them so Development precisely. complete. But that also means that any shock to the legs would be delivered right to his bones by way of those bolts. The same is true if he encounters the corrosive metallic archaea.
If the corrosive archaea ate into the exposed bolts, they'd reach the endoskeleton parts and eat through them too in the blink of an eye. The doctor's bones are full of holes to accommodate all the bolts. They're like sponges. If he were to lose the reinforcing parts, even the tiniest bit of force or weight would snap his bones. So when I dangled those corrosive metallic archaea in front of him, he realized straight away what would happen. Life wouldn't be worth living if he lost those legs of his. I'd bet that is what the doctor fears the most. I just helped him imagine what it would be like. Thanks to that, I got the information we needed without either of us getting hurt. You know how he is. He's probably already over the shock. The better you know your adversary, the easier it is for you to get information from them. And vice versa. Mir kommt es jetzt wirklich gerade zu bekannt vor. Aber okay, dann machen wir es halt nochmal. You said that the nuke Skullface was trying to spread around the world were equipped with a failsafe. Something that could shut them down at will. His will. Quite so. After all, he needed a guarantee that a buyer wouldn't simply turn the weapons back on him. So how can they be stopped? The criticality trigger, that is, the detonator, is a complete black box design. Any attempt to dismantle it causes it to melt That's the target. using the corroding archaea. Ach, wahrscheinlich, weil es fehlgeschlagen war. No detonation is possible. 80% ist klar. Engages the lock. Möglich. Had a way to disengage it remotely. Weil der ja gestorben ist. The client simply presses a button. Okay, subject is in. Detonator begins. Subject on board. Leave the rest to us. The satellite reports to him how the client is trying to use the nuke. If he does not object, the lock is... He's coming too. Roger that. If it's a risk to him in any way, The detonator melts down. The same is true if detonation does not occur within a preset time after the lock is disengaged. Roger. Okay, die anderen zwei interessieren mich jetzt erstmal nicht. Ich will hier nur noch weg. something with strings attached like that. The client would never know until the moment they actually tried to use it. Most likely, he would have explained the time delay as the detonators needing time to activate. And he only intended to sell to technologically primitive groups in the first place. Let me guess. He'd claim it was defective and offer a replacement. Shadier than a used car salesman. Skullface shakes your hand like a friend, using the other to control you like a puppet. This is how he works. The map has been updated. Kann ich den mitnehmen? Analysis. Ja, kann ich. Extraction failed. Fail. Sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extraction, Ja, verdammt nochmal. you need to improve the support unit. Aber automatisch tun die jetzt nicht die Unterstützungseinheit hier irgendwie aufwerten, ne? Selbst wenn ich das manuell mache, ist das nach der nächsten Mission wieder hinfällig. Na los, starte! Nicht steige auf, starte! Departing! Extraction arrived at Mother Base.
Was tun, wenn sie entdeckt werden? Wegrennen. Side ops list updated. Mal gucken. So, hier haben wir jetzt nichts Neues. Eliminieren Sie die schwere Infanterie. Yay. Schwere Infanterie mal wieder. Panzerfahrzeugeinheit. Also habe ich schon. Also so viel gibt's hier nicht. Das hier musste ich irgendwann nochmal machen. Habe ich bis jetzt aber auch noch nicht weiter die Zeit gefunden. Aber 71 von 157. 45%. Wow. Ich dachte, 45% ist mein Gesamtfortschritt. Na gut, dann schauen wir mal, was wir dann als nächstes machen können. In der nächsten Folge dann. Gucken, haben wir schon genug Material? Nein. Es fehlen noch 4000 Treibstoff. Ja, biologisches Material ist aber zu viel von irgendwie. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Basisentwicklungseinheit ist schon Stufe 50. Alles andere müsste auch mal irgendwann Stufe 50 werden, aber es dauert noch ein bisschen. Ich glaube, für eine Trophäe muss man sogar alles auf Stufe 50 haben. Ich weiß nicht, was das höchste Level ist. Vielleicht 100? Mal schauen. Ersthilfe in der Luft. Aha. Ach du Scheiße. Hier haben wir aber schon Funkunterstützung Russisch und so, alles auf S. Wetterbeeinflussung? Was heißt Wetterbeeinflussung? Ich würde gerne, dass es den ganzen Tag sonnig ist. Wie kann ich das beeinflussen? Forschung, Virus, DDoS, Quiet, S. Aha. Alles klar. Dann erstmal bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann.